Und zwar geht meine Motorhaube leider nicht mehr zu. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Und zwar ist mein Haubenzug hier vorne kaputt. Sprich, ich kann so viel versuchen wie ich möchte, ich kriege die Motorhaube nicht mehr zu. Das liegt daran, dass der Haubenzug, ja, ich gehe mal stark davon aus, einfach komplett fest sitzt. Ich habe den schon mal hier raus abgebaut und da mal so ein bisschen hin und her gezogen und geschoben. Aber das hat nicht viel gebracht. Ich habe schon mal ein bisschen Schmiermittel wieder reingetan, also vorne in den Bautenzug da. Hat nicht viel geholfen, deswegen gehe ich jetzt hin und werde einmal den kompletten Bautenzug einmal ausbauen. Der ist einmal hier vorne drin, der geht dann hier rüber, hier hin und dann geht er von hier aus nicht im Motorraum weiter, sondern hier durch den Kotflügel, warum auch immer. Ja, dann geht er auf jeden Fall hier durch den Kotflügel, dann da irgendwo hin und dann, wenn man hier reinguckt, hier habe ich es auch schon mal auseinandergenommen, kommt er dann im Endeffekt hier vorne raus. Hier ist der, normalerweise ist der an dieser Klappe hier. Und der kommt dann irgendwo da vorne aus dem Motorraum raus. So, der Haubenzug ist jetzt raus. Eigentlich relativ easy das Ganze zu machen. Der alte Bautenzug wird jetzt durch diesen neuen hier ausgetauscht. Den wir jetzt einbauen, wird im Prinzip genauso sein, wie ich es vorher gemacht habe, nur andersrum. Ja, das mache ich jetzt eben, filme ich aber glaube ich nicht, weil das jetzt nicht groß anstrengend ist. Und dann werden wir uns gleich wieder sehen, wenn das Ganze zusammen ist. So, der Haubenzug ist jetzt wieder eingebaut. Wie ihr seht, Motorhaube ist zu. Und wenn ich jetzt hingehe und mal eben wieder dran ziehe, zack, Motorhaube geht wieder auf. Endlich geht's wieder. Habe ich auch lange mit gewartet, das zu tauschen. Stand jetzt sehr lange rum, ohne dass die Motorhaube vernünftig geschlossen hat. Dann ist das auch schon mal abgehakt. Kurze Erklärung, ist jetzt ungefähr 5-6 Monate später als von dem Clip vorher. Wir haben jetzt August, Ende August, ich glaube 27. August. Und die Clips vorher wurden im Februar gedreht. Warum das so lange gedauert hat, ist, weil ich auf das Fahrwerk gewartet habe für den Lexus. Das habe ich im Februar bestellt, beziehungsweise 1. März ist die Bestellung rausgegangen und das ist jetzt im Mitte August angekommen. Ich hatte mir ein Fahrwerk von Carsport bestellt. Das hier ist einmal vorne, das hier ist hinten und das ist das alte Tyne-Fahrwerk, was ich drin hatte. Wo man schon den ersten Unterschied sieht, das ist hinten vom Carsport, das ist hinten von Tyne und hinten von Carsport wird nicht mehr dieses lange Dämpfer-Ding, keine Ahnung wie das heißt, diese Aufnahme benutzt, sondern hier wird ein eigenes Domlager benutzt und eine andere Feder. Man sieht auch, dass das Fahrwerk bzw. der Dämpfer um einiges kürzer ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Feder ein bisschen härter ist und halt die ist um einiges kleiner wie die hier. Die sind beide jetzt, sollten ungefähr auf dieselbe Höhe eingestellt sein, so dass das Auto ja ungefähr gleich hoch ist. Ich werde es aber gleich sehen. Wie man hier sieht beim ganz normalen Fahrwerk, beim Tyne-Fahrwerk, man verstellt die Höhe durch diese Teller hier, beziehungsweise hier hat man einmal den Federteller und hier hat man einmal den Konterteller. Damit verstellt man die Höhe und kann die Härte dann oben einstellen. Das ist bei K-Tech nicht so, oder K-Sport, wie man es immer nennen möchte. Und zwar verstellt man hier die Höhe über dieses Ding hier. Und darüber verstellt man das. Hier innen drin ist ein Gewinde, das geht glaube ich bis hier unten oder hier so. Also ist schon lang. Und hier drüber macht man nur die Vorspannung. Und dann verstellt man die Höhe über das hier, weil das hier unten kann man drehen. Ich mache es einfach mal bei dem hier. Hier ist das genau das gleiche, also macht keinen Unterschied. Und zwar stellt man die Höhe über dieses Ding hier ein, über diese Hülse. Die kann man einmal drehen und dann sieht man hier vorne, dass das Fahrwerk sich weiter nach unten schraubt. Und ja, nach unten schrauben ist natürlich höher und nach oben schrauben ist natürlich tiefer. Man könnte jetzt hingehen, zum Beispiel bei dem Fahrwerk, und den komplett vorne nicht ganz, aber hinten komplett auf den Boden legen, weil, wie man sieht, hat man hier noch genug Gewinde. Man könnte theoretisch, wenn man jetzt
ohne TÜV fahren möchte und das Auto so tief fahren möchte, wie es geht, könnte man im Prinzip den Teil rausnehmen, also den kleinen Teil hier rausnehmen und das dann komplett hochdrehen. Und dann wird man, glaube ich, so ziemlich hinten auf dem Boden liegen. Ich werde es aber natürlich TÜV-Höhe machen, weil ich will das Auto auch ganz normal fahren können. Also halt ohne Angst vor Stilllegung oder sowas zu haben. Deswegen das jetzt ganz normale TÜV-Höhe, so wie es im Gutachten steht, ist natürlich jetzt ganz unten, also so weit runtergeschraubt wie es geht. Weil ich möchte ihn ja trotzdem noch tief haben. Ja, ich werde das jetzt nicht zeigen, wie ich das Fahrwerk einbaue, weil das habe ich ja schon ein, zwei Mal gemacht. Gerade vorne habe ich das, glaube ich, schon ein paar Mal ausgebaut. Deswegen, ich werde das jetzt einfach hier so hingehen und dann einmal schnipsen und dann ist das Fahrwerk drin. So, das Fahrwerk ist jetzt eingebaut. Das Fahrwerk ist jetzt auch schon komplett eingestellt und so wie es sein soll. Hier vorne ist auch alles neu eingebaut, das ist neu eingebaut. Aber, wenn man hier vorne schon sieht, habe ich noch ein bisschen mehr abgebaut, denn ich will den Lexus ja wieder so schön machen, wie er mal war. Und dafür muss ich einmal die Front abbauen. Ich kann euch mal einen ganz kurzen Clip zeigen, wie ich die Front abgebaut habe. Ist an sich relativ easy. Auf jeden Fall, wie man hier vielleicht sehen kann, ist hier der Lack noch relativ schön. Wenn man dann weiter hier runter geht, sieht es immer schlimmer aus. Und ich weiß nicht, das war schon seit dem Kauf so. Hier ist auch ein bisschen Rost noch, genauso wie hier vorne. Das werde ich einmal komplett abschleifen. Dann werde ich hingehen, das einmal spachteln und dann natürlich neu lackieren und sowas. Frontstoßstange dasselbe. Da ist das bis ungefähr, so hier vorne genauso wie hier. Sieht nicht wirklich schön aus, deswegen werde ich da genau das gleiche machen. Ich habe auch noch mal die Lampe hier so ein bisschen zur Seite gedrückt, beziehungsweise hier abgemacht und ein bisschen zur Seite gedrückt, damit ich das hier abkleben kann, also die Lampe abkleben kann und dann hier noch schön drin lackieren kann, damit das dann halt auch vernünftig aussieht. Gucken, ob das jetzt besser wird, wie beim RX8, wo ich versucht habe zu lackieren. Ich will es hoffen. Auf jeden Fall, es kann eigentlich nicht schlechter gehen. Deswegen, das mache ich jetzt mal ganz fix. Eben ein bisschen lackieren und dann werden wir uns gleich wieder sehen, wenn ich euch das Endergebnis zeige, was hoffentlich besser wie das hier ist. So, die Front ist ja schon wieder dran. Hier vorne sieht man es. Und der Kotflügel ist jetzt auch lackiert. An sich nicht schlecht. Man sieht hier jetzt auch auf der Kamera auch eigentlich keinen großen Unterschied, außer hier vorne. Aber an sich sieht das Ganze schon mal um einiges besser aus. Die Kappe hier werde ich nochmal austauschen und mir da irgendwie bei eBay eine neue holen oder so. Oder eine gebraucht holen. Ja, aber es sieht jetzt an sich alles sehr, sehr viel besser aus wie vorher. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich hier diesen Übergang von alter Farbe zu neuer Farbe, ist hier so ein bisschen der Klarlack nicht so gut drauf gegangen. Ich weiß nicht warum, der blättert auch noch hier ab an der Kante. Ich weiß nicht warum. Ich habe das alles so gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Ich habe das jetzt auch über eine Woche, glaube ich, einmal komplett trocknen lassen. Aber ja, es sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Und ich sag mal so, aus 5 Metern sieht man das Ganze nicht mehr. So, das andere Problem befindet sich im Innenraum bzw. im Motorraum. Und zwar dieses Ding hier, das ist der Masterzylinder von der Bremse und von dem ABS und sowas. Der ist kaputt. Hört man daran, dass wenn ich hier einmal Zündung anmache, muss man nicht lange warten. Und dann piept es. Ja, und das hat damit zu tun, dass mein Masterzylinder wieder kaputt ist. Wieder sag ich, weil der war schon mal
ja, ungefähr ganz am Anfang, wo ich den Lexus gekauft habe, war der hier schon mal kaputt. Das ist jetzt ein Zylinder aus einem Toyota Aristo. Das ist nicht mehr der Original von dem GS300, das ist ja wieder aus dem Aristo. Sind an sich die gleichen. Ich werde mir jetzt irgendeinen besorgen. Ich denke mal bei eBay Kleinanzeigen irgendeinen gebraucht wieder kaufen von einem GS300 oder Aristo. Und den werde ich dann einbauen und hoffentlich ist das dann weg. So, jetzt wieder ein paar Monate später. Ich habe das Teil endlich. Es ist jetzt auch nicht mehr wie im vorderen oder im Clip davor. Ist jetzt auch nicht mehr schön warm, sondern es ist jetzt kalt, irgendwie 5 Grad oder sowas. Aber der Bremskraftverstärker ist da. Das hier ist der alte und hier vorne ist der neue. Der wird hoffentlich funktionieren, also der neue gebrauchte besser gesagt. Der kommt jetzt aus einem Toyota Aristo, also im Prinzip den GS300 nur als, ja, aus Japan halt. Der größte Unterschied ist halt, dass der Aristo rechtsgelenkt ist und den 2JZ GTE eingebaut hat. Und der hier ist halt linksgelenkt mit dem 2JZ GE, also ohne Turbo. Aber an sich, der Bremskraftverstärker ist bei den beiden Autos soweit gleich. An sich, der Tausch wird relativ easy sein. Das alte Ding raus, das neue Ding rein. An sich, glaubt der ist nur mit 4 Schrauben gesichert, die halt in den Innenraum gehen. Also im Innenraum sind 4 Schrauben, die muss man lösen. Dann hat man hier vorne die paar Stecker, die man glaube ich auch nicht irgendwie tauschen kann oder sowas, also man kann die nicht vertauschen. Und hier vorne hat man die paar Bremsleitungen, die muss man eben abmachen und dann halt danach wieder alles entlüften. Aber das ist nicht das große Problem. Im Innenraum ist das Ganze ein bisschen nerviger, weil man kann ja hier sehen, hier 4 Stehbolz, da muss man 4 Muttern abmachen und hier vorne hat man dann einmal, was zur Bremse hingeht, so ein Druckding. Das muss man da irgendwie dran kriegen und das ist ein bisschen assi. Das mache ich jetzt mal ganz kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. So, der neue Bremskraftverstärker bzw. ABS-Block ist jetzt drin. Ja, man sieht keinen großen Unterschied. Ist halt jetzt einfach genau das gleiche Teil drin. Ist jetzt fest, die ganzen Anschlüsse sind dran. Wie gesagt, passt einfach so da drauf, ohne Probleme. Aber an sich, ich habe den gerade schon mal angehabt, deswegen weiß ich, was jetzt passiert. Ich kann hier hingehen, kann den einmal andrehen. Batterie ist nicht ganz dran, aber ja, reicht ja so. Aber wie man sieht und hört, es kommt nichts. Und hier unten kommen nicht diese 3 Leuchten. Heißt, dass der Lexus endlich wieder fertig ist. Dann werde ich das ganze Auto nochmal eben entlüften, beziehungsweise die ganze Bremsanlage nochmal eben kurz entlüften. Weil natürlich so jetzt Luft in der Leitung drin ist. Und das ist natürlich dann an sich uncool. Deswegen, das werde ich nochmal eben entlüften. Das werde ich nicht zeigen, genau wie die ganze Dings da drunter bauen, das werde ich auch nicht zeigen. Und dann wird höchstwahrscheinlich der nächste Bit sein, dass ich endlich wieder mit dem Auto fahre. So, ich bin jetzt hier an einem kleinen ruhigen Ort, wie man sehen kann. Hier ein bisschen in der Natur. Der Lexus steht gerade vor mir. Hier. Ich muss gerade ein bisschen hinter ihm hocken, weil die Windgeräusche sind doch ein bisschen doll, beziehungsweise es ist ein bisschen windig und deswegen ja, kann ich das so besser machen. Ja, ich zeige euch mal kurz den Lexus. Der Lexus sieht jetzt an sich wieder schön aus und ja, die Hauptsache, ich kann ihn wieder auf die Straße fahren. Ich habe mal eben kurz ein bisschen die Hand vor das Mikrofon, damit die Windgeräusche nicht so krass sind. Ja, so sieht der Lexus jetzt aus. Der Kotflügel, ja, ist nicht perfekt, aber man sieht, es ist halt nicht so auffällig, wie es vorher war. Vorne ist das Ding, also dieser Scheibenwisch, Zeug, Gedöns, ist zwar immer noch kaputt, aber das muss ich irgendwann mal neu machen. Die Felgen habt ihr glaube ich auch noch nicht gesehen. Das waren die Felgen, die ich vorher auf dem EX8 hatte. Dann fand ich aber die Felgen, die ich vorher auf dem Lexus drauf hatte, die jetzt auf dem EX8 also die jetzt auf dem EX8 sind, fand ich besser auf dem EX8 und deswegen kamen die EX8-Felgen jetzt auf dem Lexus. Finde ich auch auf dem Auto ein bisschen schöner. Ich kann es auch mal euch kurz die Höhe zeigen. Ich habe das Auto ist jetzt an sich auf der TÜV-Höhe, so wie das Fahrwerk bzw. wie es im Gutachten steht, ist perfekt. Ich habe das Auto gar nicht gezeigt. Ist das jetzt die TÜV-Höhe? Ich muss sagen, an sich, er könnte ein bisschen vorne und hinten tiefer, aber so sieht das schon meiner Meinung nach schon ganz gut aus. So ist das Auto komplett hundertprozentig
legal in Deutschland. Und ja, das war das Ziel. Ich will das Auto endlich wieder legal haben. Beziehungsweise halt einfach, damit ich das einfach so auf der Straße fahren kann. Ich steige mal kurz ins Auto, weil da muss ich nicht mit den Windgeräuschen kämpfen. So, der Lexus ist jetzt wieder auf der Straße, beziehungsweise ja, kann jetzt wieder auf der Straße oder darf wieder auf der Straße fahren. Der stand jetzt seit ungefähr September 2021, also schon über 1,5 Jahre. Ja, er ist endlich wieder fahrbereit und ich kann ihn endlich wieder fahren. Hat ein bisschen länger gedauert. Hing halt damit zusammen, dass ich unfassbar lange auf das Fahrwerk warten musste. Ich musste, glaube ich, 3 Monate, 4 Monate, ich weiß gar nicht, ich habe so im Video gesagt, wie lange ich drauf warten musste. Ich musste unfassbar lange auf das Fahrwerk warten. Ja, 100% legal. Endlich mal. Weil ich sag mal so, vorher war das vielleicht nicht der Fall. Aber jetzt kann ich das einfach so wieder fahren. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Auto mache. Ich denke mal, da werden jetzt keine Videos mehr von kommen, weil ich sag mal so, ich habe an sich alles an dem Auto ausgereizt, was man so machen kann in Deutschland. Bodykit werde ich höchstwahrscheinlich nicht machen, weil das kriegst du in Deutschland einfach nicht zugelassen, das geht nicht. Es kann noch Auspuffanlage, könnte man noch machen, aber da weiß ich jetzt nicht, ob ich da irgendwie 1000 bis 1500 Euro für eine gebaute Abgasanlage halt investieren möchte. Ansonsten, man könnte nochmal die Felgen switchen, mal schöne oder andere Felgen, irgendwie krassere Felgen oder so drauf tun. Oder man könnte noch ein Luftfahrwerk reinbauen, aber das muss man halt alles gucken wegen Legalität und das kostet halt alles unfassbar viel Geld. Ich will jetzt erstmal das Auto einfach fahren, gucken, ob nochmal ein Video darüber kommt. Ja, der Videostil war auch ein bisschen anders diesmal, weil ich halt einfach die Videoschnipsel irgendwann mal gedreht habe. Ich glaube, der erste Videoschnipsel war von vor 2022 im Frühjahr, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir gerade den 10. Februar, also 2 Tage bevor das Video hier eigentlich rauskommt. Das war ein bisschen alles zusammengewürfelt und ich hatte auch nicht immer was aufgenommen, dann waren auch mal Aufnahmen weg und das war ein bisschen durcheinander das Ganze. Ich will trotzdem hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.